Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Heute mal wieder mit einem Interview. Dieses Format hatten wir schon eine ganze Weile nicht mehr. Und ja, Franka und ihr Mann haben sich bei mir gemeldet. Es geht da konkret um ihr Vorhaben, einen Energiehub zu bauen in Havanna in Kuba. Das ganze Projekt nennt sich Energiekaba und ja, alles weitere dazu erfahrt ihr heute hier in diesem Video. Kevola, wir sind Energiekaba, ein Projekt aus Alamar und Bonn, das gemeinsam mit euch die erste Solartankstelle für elektrische Rikscha in Havanna aufbauen möchte. 2/3 des dafür benötigten Betrags haben wir bereits. Den Rest möchten wir crowdfunden. Auf unserer Website erfahrt ihr, Wie unser Konzept funktioniert was eure Spende für Fahrrad bedeutet. und welche Dankeschöns unsere Kooperationspartner aus Kuba und aus Deutschland für euch vorbereitet haben. Jetzt aber erstmal zurück zum Video. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, so ein Projekt in Kuba zu starten? Wir haben gemerkt, dass mein Schwiegervater sehr unglücklich war mit seiner damaligen Arbeit. Er war vorher beim Staat angestellt. Deswegen haben wir 2024 beschlossen, in eine elektrische Rikscha zu investieren. Und das hat auch erstmal ganz gut funktioniert. Aber wir haben auch einen ganz neuen Einblick in die Branche bekommen und die Schwierigkeiten, die es auch mit diesem eigentlich lukrativen oder sinnvollen Geschäftsmodell gibt. Wir haben uns dann viel mit unserer Familie unterhalten und gefragt, was bräuchte es denn, um diese Arbeit vernünftig ausüben zu können und sich ein würdiges oder relativ normales Leben damit zu finanzieren. Dann sind wir eben darauf gekommen, dass man an der Energieinfrastruktur ansetzen muss. Mein Beitrag zu der Idee war, glaube ich, eher dieser Art Optimismus, dass das möglich ist, dass wir was auf die Beine stellen können. Und die Idee selbst an sich kam dann aus einem Gespräch mit meiner Schwiegermutter und meiner Schwägerin. Das heißt, es ist eher so eine Gemeinschaftsidee, würde ich sagen. Erklärt mal ganz simpel, was genau ist Energiekaba? Ja, Energiekaba ist ein Projekt auf Kuba. Wir bauen eine Solartankstelle für Triciclos in Havanna. Triciclos sind extrem wichtig für Mobilität auf Kuba. Meine Familie wohnt in Alamar und dort leiden die Fahrrad sehr von den Stromausfällen. Bei uns können sie ihre Triciclos unabhängig vom Stromnetz mit Solarenergie laden. Außerdem bieten wir noch andere Services, zum Beispiel den Verkauf von Ersatzteilen oder Snack und Getränke und so weiter an. Wie reagieren die Menschen vor Ort auf eure Idee? Also die meisten finden die Idee an sich gut. Und was wir erfahren haben, ist, was bei den Leuten wirklich so eine Art Abgrenzungsfaktor oder ein wirklich neuer Wertschöpfungsfaktor ist diese Servicestelle, die alle Services, die die Rikschas betreffen, ineinander vereint. Gab es einen konkreten Moment, wo ihr gesagt habt, jetzt machen wir es wirklich? Ja und nein. Also es gab einerseits einen ziemlich konkreten Moment, das war 2025, letztes Jahr, als ich bei der Summer School, unserer Universität für Startups, mitgemacht habe. Das war damals von mir gar nicht so ernst gemeint. Also ich habe mich da auch angemeldet, weil mich das Thema generell interessiert hat und nicht, weil ich dachte, dass wir jetzt ein Social Business auf Kuba aufbauen können. Und da hatte ich ziemlich Glück mit dem Team, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe. Und wir haben diese Idee wirklich ernsthaft durchdacht und während dieser Woche, die diese School gedauert hat, total weiterentwickeln können. Mir wurde dann nahegelegt, ich sollte mich doch mal auf das Experiment-Programm bewerben. Das habe ich gemacht und tatsächlich auch einen Platz bekommen. Das heißt, plötzlich wurde diese Idee von einem Gedankenspiel viel konkreter und seitdem hat es sich aber sehr dynamisch entwickelt. Also seitdem haben wir noch viel weiter gearbeitet und jetzt mit der aktuellen Krise hat das Ganze eine andere Bedeutung, eine andere Dringlichkeit bekommen, sage ich mal. Wie funktioniert so ein Solar-Ladehub konkret vor Ort?
Ja, er steht direkt neben dem Wohnhaus von meinen Eltern. Der Hub besteht auf dem Solarsystem, Garage- und Sicherheitssystem. Am Frühmorgen kommen die Fahrer und holen ihre Tricyklos. Tagsüber verkaufen wir auch Ladungen, zum Beispiel für Kunden, die nicht kommerziellen Fahrer, sondern die einen privaten Tricyklo haben oder zwischen Ladungen für kommerzielle Fahrer. Am Abend kommen die Fahrer, die in der Nacht bei uns parken, wieder. Was waren bisher die größten Herausforderungen vor Ort? Auf jeden Fall die Bürokratie. Also das ist auf Kuba immer kompliziert. Ja, dem würde ich zustimmen. Und als Deutsche vielleicht noch ein bisschen oder als eine, die eher so den Kontakt zu den deutschen Programmen, Förderungen aufrechterhält, würde ich hinzufügen, dass es auch unglaublich Kuba-spezifisch ist und manchmal sehr schwierig zu erklären. Ein Beispiel wäre vielleicht, dass das Ministerio de Economía y Finanzas, also das Wirtschaftsministerium auf Kuba, alle Prozesse digitalisiert hat, aber durch die Stromausfälle jetzt meistens auf ihre eigenen Server nicht zugreifen kann. Erklär das mal jemandem in Deutschland, dass es theoretisch geht und auch online geht, aber auch nicht so richtig, weil der Sachbearbeiter seit einer Woche kein Internet hat. Also, naja, das ist, glaube ich, wirklich eine der größten Kommunikationshürden, die wir regelmäßig überwinden müssen. Wer sind eure Zielkunden? Eher einzelne Fahrer oder größere Strukturen? Ja, in der Pilotphase vor allem selbstständige Fahrer. Also, es gibt keine großen Flotten in Alamar. Genau, also selbst die, die ein Triciclo besitzen und das vermieten, die haben dann maximal 2 Stück und haben meistens auch ein ganz enges Verhältnis zu den Leuten, an die sie vermieten. Das ist dann meist Familie, einfach weil das Risiko sehr hoch ist zu vermieten. Also die Leute, die erstmal die Miete erwirtschaften müssen, bevor sie dann für sich selbst arbeiten können, die gehen meistens mit diesen ziemlich teuren Geräten gar nicht gut um, gar nicht pfleglich um. Und deswegen richten wir uns eher an Privatpersonen mit Triciclo. In der Zukunft könnten wir uns auch vorstellen, das weiter auszuweiten. Also gerade in Alamar gibt es zum Beispiel auch kleine Elektrobusse, die mehr oder weniger regelmäßig verkehren. Aber das ist dann schon wirklich 3 Schritte weiter und ein Projekt, was nicht Crowdfunding geeignet ist, das ist dann ein Projekt, was man größer angehen muss und auch mit größeren Investoren. Wie kommt ihr überhaupt an Technik und Ersatzteile in Kuba? Auf Kuba ist es ja oft nicht so, dass es nichts gibt oder dass man wirklich gar nichts beschaffen kann. Es ist nur deutlich schwieriger, aber wir arbeiten eben, und das ist ein großer Vorteil daran, dass wir ein internationales Team sind, an der Optimisierung von diesen Lieferketten. Zum Beispiel arbeiten wir auch mit einem Business zusammen, das Solarpaneele auf die Dächer von Triciclos installiert und die eben aus Kuba heraus angewiesen sind auf die Zulieferer, die sie kennen und die eher einen nicht so weiten Marktüberblick haben. Und da arbeiten wir eben an der Verbesserung daran, wie sie ihre Teile günstiger bekommen könnten und damit dann auch ihren Service günstiger für unsere Rikscha-Fahrer anbieten können. Was kostet so ein Ladehub ungefähr? Könnt ihr eine Größenordnung nennen? Unser Pilothub kostet zwischen 13.000 und 15.000 Euro, je nachdem, wie sehr wir die Garage ausbauen und wie sehr wir die Kapazität des Solarsystems erweitern. 10.000 Euro decken wir über ein privates Darlehen und 5.000 Euro möchten wir crowdfunden. Wir möchten gerade deswegen crowdfunden, um keinen kommerziellen Kredit aufzunehmen, sondern um eben die Kosten für Leute, die diese Services am Ende kaufen, möglichst gering halten zu können. Das geht halt nicht, wenn wir noch Zinsen abbezahlen müssen. Ab wann wäre das Projekt wirtschaftlich tragfähig? Wir haben verschiedene Szenarien durchgerechnet und in diesen Szenarien läuft es auf eine Amortisierung der Infrastruktur innerhalb von 4 bis 6,5 Jahren hinaus. Ist das Ziel eher ein soziales Projekt oder ein skalierbares Business? Also ich würde sagen, das ist wie alles auf Kuba ein bisschen speziell und Kuba-spezifisch. Also wir haben das Ziel, dass sich die Solartankstelle selber trägt. Das heißt, wir werden Einnahmen generieren. Wir haben auch das Ziel, unsere Angestellten fair bezahlen zu können. Allerdings wollen wir nicht den Profit maximieren auf Kosten der schieren Notwendigkeit von Leuten, ihre
ja, ihre Tricyclos, aber auch ihre Haushaltsgegenstände, Haushaltsgeräte zum Beispiel zu laden. Das heißt, wir versuchen, die Kosten für die Nutzer so gering wie möglich zu halten, vor allem für diesen Basisservice des Ladens. Das heißt, ich würde uns wirklich eher als soziales Business einordnen. Was passiert mit dem Geld, wenn das Projekt nicht wie geplant umgesetzt werden kann? Wir haben ja schon 10.000 Euro investiert. Das heißt, wir haben ein privates Darlehen aufgenommen und haben jetzt schon selbst das Projekt vorangebracht. Das Ziel des Crowdfundings ist halt einerseits, die Infrastruktur zu Ende aufzubauen, eine gute Infrastruktur, eine nachhaltige Infrastruktur aufzubauen und eben nicht einen kommerziellen Kredit aufnehmen zu müssen. Das heißt, ich denke, dass das Geld in jedem Fall in das Projekt investiert werden kann. Aber gesetzt den Fall, und das ist natürlich, gerade wenn es um Kuba geht, auch oft eine valide Sorge, dass jetzt das Ministerium vorbeikommt und unser Geschäft dicht macht oder dass wir aus irgendeinem Grund wirklich gar nicht mehr arbeiten können, dann werden wir die Spenden stattdessen an ein gemeinnütziges Projekt in Kuba geben. Also mir fällt da zum Beispiel spontan Futuro Sí ein. Die haben ein Projekt Mittagstisch für Kinder oder auch Interreg, die bauen Solarsysteme im ländlichen Kuba. Wir würden unsere Spender natürlich informieren. Jeder, der bei uns spendet, gibt eine E-Mail-Adresse an. Und das Geld wird in Kuba für eine gute Sache eingesetzt werden. Warum sollte jemand gerade in euer Projekt investieren oder spenden? Also es gibt mit Sicherheit viele Projekte, die auch viel Gutes tun für Kuba und auf Kuba. Allerdings ist das, was wir machen, glaube ich, nicht so im Bereich sozialer Nothilfe einzuordnen, sondern wir versuchen ganz gezielt lokale Wertschöpfungsketten zu stärken. Und das bedeutet, dass man mit einer einmaligen Unterstützung eben etwas finanziert, was sich auf Dauer selber trägt und dauerhaft die Mobilität für Menschen in Alamar und hoffentlich auch bald in anderen Stadtteilen Havanas verbessert. Wo seht ihr Energiekawa in 2 bis 3 Jahren? Ich sehe Energiekawa im Betrieb mit vielen Stammkunden und bekannt in ganz Alamar. Was wäre für euch persönlich ein Erfolg, unabhängig vom Geld? Dass mein Vater und seine Kollegen sich keine Sorgen machen müssen und meine Mutter und Schwester sich ohne Probleme also im Alamar oder im Havanna bewegen können. Ja, danke euch beiden nochmal für das Interview und ich wünsche euch an der Stelle auf jeden Fall viel Erfolg und ja, meine Zuschauer haben jetzt entsprechend einen Überblick darüber, was ihr macht, beziehungsweise wo die Reise hingehen soll, was ihr plant. Und ja, für alle diejenigen, die jetzt sagen, hey, das klingt ganz interessant, hier unter dem Video findet ihr in der Videobeschreibung die Verlinkung zur Seite von Energiekawa. Und ja, wenn ihr dort eine Spende dalassen möchtet, dann gerne fühlt euch frei. Ja, das soll es erstmal soweit gewesen sein von meiner Seite aus. Von daher, ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Saludos, ciao.